Ja, willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute habe ich die Instinct 2 Solar bzw. die Phoenix 7 X Solar auf dem Tisch. Warum ich heute nur Solar auf dem Tisch habe? Ganz einfach, ich möchte einfach heute mal die Solarfunktion der beiden Uhren testen. Ich habe das einmal klassisch getestet, indem ich es einfach nur in die Sonne gelegt habe, einfach mal zu schauen, was hier wirklich an Leistung reinkommt, beziehungsweise natürlich das Ganze dann auch mit Verschattung ausprobiert. Und ich möchte auch so ein paar Eindrücke geben, wie so meine Einschätzung ist, ob sich das Ganze überhaupt hier lohnt oder nicht lohnt, weil schließlich zahlt man hier teilweise auch bis zu 100 Euro Aufpreis, um eine Solarversion zu bekommen. Bei der Phoenix 7 wird eine Verlängerung der Smartwatch Time von etwa 4 Tagen angegeben. Bei der Instinct 2 Solar handelt es sich sogar um 30 Tage. Angenommen wird hier dabei eine Sonneneinstrahlung von etwa 50.000 Lux bei etwa 3 Stunden Tragezeit. Ich mache das Ganze jetzt hier klassisch auf dem Tisch, also ich werde die Uhr jetzt mal nicht tragen. Ich würde einfach mal den optimalsten Zustand machen. Hier in unserem Breitengarten, wir haben jetzt etwa Frühling und die Sonne scheint hier den ganzen Tag. Ich habe hier Südseite und wir gucken einfach mal, wie sich das Ganze jetzt hier widerspiegelt. Ich weiß, es ist eher so ein bisschen optimaler Zustand, dass wir einfach mal sehen, was dabei rumkommt, ob das sich überhaupt hier in unseren Breiten lohnt und wie viel Einstrahlung wir hier genau bekommen. So, ich habe es mal kurz ein bisschen laufen lassen. An den Akkuständen hat sich aber noch nichts getan. Wir haben jetzt 50% Akku bei der Solar Instinct 2 und bei der Phoenix 7 haben wir 78%. Wenn wir uns das Ganze dann mal kurz anschauen, sehen wir auch schon, dass hier die Solarladung funktioniert. Wir haben jetzt hier 24,3K Lux, die wir hier sehen. Da sehen wir hier die Aufladezeit. Und bei der Solar Instinct 2 sehen wir jetzt auch schon, dass hier entsprechend die Ladung läuft. Dann würde ich sagen, dann lassen wir das mal weiterlaufen. Die Uhren störe ich jetzt mal nicht weiter und dann können Sie hier weiter schön aufladen. So, jetzt haben wir ja die Uhren wirklich eine Weile in der Sonne gelassen. Die Uhren sind jetzt auf maximale Einspeisung quasi gelaufen. Und jetzt schauen wir einfach mal hier auf den Akkustand an. Ja, bei der Phoenix 7 sehen wir, ist Akkustand eigentlich gleich geblieben, hat sich jetzt nichts getan. Wenn wir jetzt aber mal in die App hineingehen und uns mal das mit der Solarintensität anschauen, sehen wir aber, dass hier doch stark eingespeist worden ist, aber hier doch abnehmend war, weil jetzt hier auch so ein bisschen Wolken sowas gekommen sind. Wir sind jetzt hier 424K Lux, also für K steht für 1000. Das hat jetzt hier entsprechend die Einspeisung, über 6 Stunden waren das jetzt gewesen. Da ja die Solar Instinct 2 nebendran liegt, sehen wir dann jetzt auch, soll es ja die gleichen Werte haben. Wenn wir jetzt hier mal hineingehen, schauen wir mal, Solarintensität ist hier auch auf volle Leistung gegangen. Und jetzt schauen wir einfach mal, was hier der Akkustand macht. Und hier sehen wir tatsächlich, die Uhr hat 8% aufgeladen. Also wir waren hier bei 50% und hier hat es wirklich 8% mehr Strom jetzt oder im Akku. Ja, jetzt haben wir einmal gesehen, wie der optimalste Wert aussieht. Das ist natürlich jetzt nicht so, wie man die Uhr nutzt. Man trägt die Uhr ja schließlich auch. Man hat mal eine Jacke, die drüber geht oder auch die Uhr, beziehungsweise man dreht auch mal das Handgelenk und die Uhr ist nicht optimal in der Sonne. Ich habe da einfach nochmal einen Test gemacht, indem ich ja ein bisschen Abschattung gemacht habe. Warum habe ich eine Abschattung gemacht? Es ist eigentlich so, dass die Solarpanels, wenn sie abgedeckt werden, ihre Leistung reduzieren, beziehungsweise ich bin jetzt auch nicht ganz 100% Techniker, weiß aber, dass wenn zum Beispiel jetzt auf ein Solarpanel jetzt, ich sag mal Vogelkacke draufkommt, wenn ihr es auf dem Dach habt, dann muss das Ganze irgendwie ausgeglichen werden. Das gleiche ist dann natürlich hier bei den Uhren auch. Bei der Uhr ist es natürlich jetzt nicht irgendwelche Verunreinigungen über Vogelkot, sondern eher so der Pullover oder irgendeine andere Verschattung, die stattfindet. Deswegen habe ich einfach mal hier eine Verschattung simuliert. Beim ersten Step habe ich das Ganze mal mit Papier gemacht, beziehungsweise mit einem Post-it und meine Frau hat zu Recht angemerkt, dass das vielleicht nicht die schlauste Idee ist, das doch zu ändern. Habe ich mir in den Daten angeschaut, war es nicht, ich habe hier normale Einspeisung gehabt. Also das heißt, wenn hier so eine leichte Verdunklung stattfindet, funktioniert das Panel doch wunderbar. Ich habe das Ganze dann einfach mal mit Alufolie gemacht. Jetzt könnt ihr natürlich sagen, hey, du trägst doch die Uhr am Handgelenk, mach doch da was. Ich wollte es einfach mal als Gegenbeispiel haben zur optimalsten Einleuchtung bzw. Beleuchtung oder Sonneneinstrahlung und habe einfach gesagt, das Display mal zur Hälfte bedeckt. Und es ist dann doch sehr interessant, was da als Ergebnis herauskam. Es war bei der Solar Instinct 2 so, dass ich da ein bisschen mehr als die Hälfte tatsächlich abgedeckt habe und die Leistung ist entsprechend auch zurückgegangen. Also so knapp um 30%, 35% ist die Einspeisung entsprechend zurückgegangen. Bei der Phoenix 7 hat man jetzt eigentlich keine große Veränderung gesehen und da ist fast die maximale Einspeisung gewesen. Natürlich gab es hier noch so ein paar Wolkenverschattungen, die das Ganze ein bisschen reduziert haben, aber ich muss sagen, die Panels sind wirklich gut, was zumindest die Verschattung angeht. Sie fallen nicht ganz aus, sondern liefern dann tatsächlich noch sehr gute Leistung und ich habe hier keine Probleme, was die Abschattung angeht. Interessant war auch, dass die Solar Instinct 2 hier keinen Akkuverlust hatte, sondern Akku dazu gewonnen hat in der Zeit, wo die Verschattung stattgefunden hat. Bei der Phoenix 7 wiederum ist dann etwas die Akkuleistung zurückgegangen, beziehungsweise der Akkufüllstand.
Man muss aber auch dazu sagen, die Uhren sind im liegenden Zustand hier in Art Ruhemodus gewesen. Das heißt, der Akkuverbrauch ist generell niedriger, als es, wenn ich die Uhr jetzt zum Beispiel bewege und hier dann auch der Bewegungssensor aktiviert wird. Das haben wir natürlich jetzt hier nicht gesehen. Was man aber hier zusammenfassen kann, ist, dass bei der Fenix im, ich sag mal, optimalsten Zustand hier die Akkulaufzeit bzw. der Akkuladestand gleich bleibt. Es gibt keine Veränderungen. Man kann jetzt positiv sagen, okay, die Akkulaufzeit wird dadurch verlängert, dass ich jetzt hier keinen Verbrauch habe. Aber ich habe jetzt hier keinen wesentlichen Mehrwert gesehen bei dieser Uhr. Man muss auch dazu sagen, den optimalsten Zustand erreiche ich eigentlich nie. Okay, wenn ich vielleicht beim Bergwandern bin, kann es vielleicht passieren, dass ich dann, wenn ich in der Sonne unterwegs bin, dass ich hier immer die 100% bekomme. Aber im Regelfall, wenn ich jetzt einmal laufen gehe und sonst im Büro bin oder so unterwegs bin, habe ich nie diese 100%. Und das ist wirklich fraglich, ob das hier den Aufpreis bei der Fenix 7 wirklich rentiert, weil die Akkulaufzeit der Uhr ist ja wirklich schon sehr gut und man muss jetzt wirklich sagen, dass die Uhr hängt jetzt nicht ständig im Ladegerät, dass da vielleicht zu überlegen ist, ob man hier wirklich auf ein Solarpanel zurückgreifen möchte. Anders sieht es bei der Instinct 2 Solar aus. Auch hier hat meine Erfahrung gezeigt, dass natürlich hier Abschaltungen stattfinden, aber hier langt schon ein bisschen Sonneneinstrahlung, um hier die Akkulaufzeit zu verlängern bzw. die Uhr aufzuladen. Und hier glaube ich tatsächlich im Garmin-Versprechen auch, wenn man die Uhr wirklich auf einen Smartwatch-Betrieb runterdrosselt, also jetzt nicht irgendwie 24/7 Herzfrequenzmessung hat, Pulsoximeter, dass man die Uhr wirklich dauerhaft ohne Aufladen nutzen kann. Ich habe auch schon die Erfahrung gemacht, dass die Akkulaufzeit sich hier im Betrieb verlängert hat. Anders als bei der Fenix 7 kann ich ja wirklich sagen, ich würde hier tatsächlich die Solarversion empfehlen. Das heißt also, wenn du jetzt überlegst, dir eine Solarversion von dieser Uhr zuzulegen, würde ich auf jeden Fall ein klares Ja sagen, weil hier wirklich ein Mehrwert stattfindet. Wie gesagt, auch so kleinste Aufladungen hier sich schon positiv auf die Uhr auswirken, da diese Uhr ja wirklich sehr effizient ist. Man muss auch sagen, das Display ist natürlich hier auch ganz anders. Es ist Schwarz-Weiß-Display, ist rudimentär. Das ist natürlich bei der Fenix viel aufwendiger. Sie muss viel mehr anzeigen, auch mit Farben etc. Von daher will ich das jetzt mal verteidigen, weil hier natürlich da der Akkuverbrauch deutlich höher ist, als es hier bei der Instinct 2 Solar. Ja, ich hoffe, ich konnte jetzt einen kleinen Einblick geben, wie die Solarfunktion hier bei der Uhr funktioniert. Wenn dich noch mehr rund um Garmin interessiert, ich habe mal eine Playlist gemacht, da kannst du mal reinschauen, da habe ich alle Garmin-relevanten Videos, ja, sind da enthalten. Wenn du neu auf dem Kanal bist, ich habe unten mal so eine Best-of-Playlist gemacht, da kannst du mal reinschauen, da sind so die besten Videos meines Kanals drin. Wenn das Ganze gefallen hat, lass doch auch gerne ein Abo da. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, dich hier wieder auf meinem Kanal begrüßen zu dürfen. Ansonsten wünsche ich alles Gute, bedanke mich für deine Zeit, tschüss, bis zum nächsten Mal.